Yummy, yummy soup, willkommen zu Mami's Kitchen. Hallo, schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich sehr, dass ich endlich mit euch zusammen kochen kann. Ich bin Mama Kim, das ist meine allererste Folge. Bin sehr gespannt, wie es laufen wird. Mit was fange ich an als Koreanerin? Mit Kimchi. Kimchi ist fermentiertes Gemüse. Bei uns in Korea isst man Kimchi jeden Tag zu jeder Mahlzeit. Wie viele von euch schon wissen, Kimchi ist ja nicht nur sehr lecker, sondern auch sehr gesund. Kimchi hat viel Vitamine, Mineralien und vor allem Milchsäurebakterien, die eine gesunde Darmflora bilden. Deswegen Kimchi sehr hilfreich für Verdauung, Immunsystem und durch viel Chili und Knoblauch senkt er auch Cholesteringehalt im Blut. Es ist kein Wunder, dass Kimchi so populär geworden ist, nicht nur in Korea, sondern auf der ganzen Welt. Eigentlich hier, Kimchi ist nur bekannt als Hinakol-Kimchi, aber es gibt wirklich sehr viele verschiedene Kimchis. Jungzwiebel-Kimchi, Bärlauch-Kimchi, Gurken-Kimchi, Kohl-Kimchi, Rettich-Kimchi und. Es gibt auch weißes Kimchi, das nicht scharf ist. Das ist natürlich ganz toll für die Leute, die nicht so gut Scharfes vertragen. Das werde ich euch auch irgendwann mal zeigen. Aber heute will ich euch verraten, wie man Hinakol-Kimchi auf traditionelle koreanische Art macht. Mit Zutaten, die man hier in Österreich oder in Deutschland kriegen kann. Das ist natürlich ein bisschen aufwendiger als einfachere Version, aber es schmeckt wirklich viel, viel besser. Und ihr müsst es unbedingt mal ausprobieren. Ja, dann lasst uns anfangen. Diese Zutaten bekommt man nur im Asialaden. Das sind getrocknete Sardellen, getrocknete Shrimps, getrockneter Kelb, oft steht auf der Verpackung auch Tashima. Diesen gibt es entweder im Ganzen oder geschnitten. Das ist Fischsoße. Ich empfehle euch diese hier, weil sie ohne Zusatzstoffe nur aus Fisch und Salz gemacht wird und für mich am besten schmeckt. Noch ein Tipp, normalerweise ist die ganze Flasche zum Kimchi machen zu viel, aber man kann die Fischsoße sehr gut einfrieren. Als Alternative, weil meine Lieblingsfischsoße manchmal schwer zu bekommen ist, empfehle ich euch diese hier. Das sind getrocknete Shiitake-Pilze, Klebreismehl und Chilipulver. Bitte unbedingt koreanisches Chilipulver nehmen, weil zum Beispiel thailändisches oder vietnamesisches Chilipulver andere Konsistenz und anderen Geschmack hat. Falls es eine dieser Zutaten in eurem Asialaden nicht gibt, dann fragt einfach nach. Meistens können die Asialäden sie besorgen. Zuerst bereiten wir den Hinakol vor. Wir zupfen die nicht frischen äußeren Blätter ab. Diese schmeiße ich natürlich nicht weg, sondern ich werde damit später eine leckere Hinakol-Suppe kochen. Jetzt vierteln wir den Hinakol der Länge nach, indem wir ihn vom Strunk beginnend nur zu einem Drittel einschneiden und den Rest per Hand auseinanderziehen. Bitte passt beim Schneiden sehr gut auf eure Finger auf. Den überstehenden Strunk schneiden wir ab. So ist der Hinakol zum Einsalzen fertig vorbereitet. Zum Einsalzen brauchen wir eine große Schüssel, eine 1,5 Liter PET-Flasche, die ich als Messbecher benutze, ein paar Teller zum Beschweren und natürlich feines Tafelsalz. Wir geben das Salz und das Wasser in die Schüssel. Auf 1 Liter Wasser kommt 100 Gramm Salz. Für 2 Kilogramm Hinakol benutze ich immer diese Schüssel. Dafür nehme ich 450 Gramm Salz und 4,5 Liter Wasser. Für diese Wassermenge fülle ich dreimal die PET-Flasche voll. In dem Fall ist die PET-Flasche ein perfekter Messbecher.
Und dann schön umrühren, bis das Salz gut aufgelöst ist. Jetzt sieht man noch einen salzigen Bodensatz und das Wasser ist trüb. Sobald das Wasser klar ist, ist auch der Bodensatz weg. Dann ist das Salzwasser fertig vorbereitet. Jetzt legen wir den geschnittenen Hinakul in unser Salzwasser ein. Viele streuen das Salz direkt über den frischen Hinakul, aber nach meiner langjährigen Erfahrung funktioniert die Fermentierung nach dem Salzwasserbad am sichersten. Wichtig ist, dass der ganze Hinakul mit Wasser bedeckt ist, deshalb beschwere ich den Hinakul mit meinen alten schweren Tellern. Ihr könnt natürlich statt Teller große saubere Steine oder was anderes auch nehmen. Jetzt lassen wir das Ganze 2 Stunden lang stehen. Übrigens, hier seht ihr, als ich mit 6 Kilogramm Hinakul Kimchi gemacht habe, da habe ich als Schüssel meine alte Babybadewanne genommen. Also, wenn ihr noch kleine Kinder habt, Babybadewanne nicht wegschmeißen. Während der Hinakul im Salzwasser liegt, fangen wir schon an, die Soße zu machen. Wir beginnen mit einem Fisch-Gemüsefond. Das ist ein wichtiger Teil des Geheimnisses für einen leckeren und intensiven Kimchi-Geschmack. Dafür brauchen wir getrocknete Sardellen, getrocknete Shrimps, getrockneten Kelb, Dashima, die kleine Karotte, die habe ich schon geschält und grob geschnitten. Dann noch einen halben Apfel, den habe ich auch schon gewaschen und geschnitten. Außerdem noch getrocknete Shiitake-Pilze, eine große Stange Jungzwiebel, 500 ml Wasser dazu. Am Anfang mit starker Hitze aufkochen lassen und den entstehenden Schaum rauslöffeln, den Herd runterschalten, den Deckel zu und bei niedriger Hitze 1 Stunde lang köcheln lassen. Zur Vorbereitung zum Mixen schneiden wir Gemüse und Obst in grobe Stücke. Knoblauch hatte ich schon geschält, Ingwer und Zwiebel schälen und grob schneiden. Frische, scharfe, mittelgroße Chilischoten grob schneiden. Ich nehme für 2 Kilogramm Hinakul 4 Schoten. Aber je nachdem, wie scharf ihr es haben wollt, könnt ihr auch 3 oder 2 oder auch nur 1 Schote nehmen. Paprika grob schneiden, Birne schälen, entkernen und ebenfalls grob schneiden. Jetzt bereiten wir den Rettich vor. Wir schneiden die grünen Blätter weg. Falls diese Blätter bei eurem Rettich noch frisch und knackig sind, hebt sie noch auf. In Korea bekommt man den Rettich immer mit den ganzen Blättern und benutzt diese auch zum Kimchi machen. Ich erzähle euch später, wie das geht. Zuerst schälen und unfrische Stellen entfernen. Das dünne Ende abschneiden und ca. 50 Gramm grob schneiden. Diese 50 Gramm brauchen wir zum Mixen der Soße. Nun schneiden wir weitere 150 Gramm in dünnen Scheiben ab. Diese schneide ich dann noch der Länge nach, so dass solche dünnen Stifte entstehen. Normalerweise bleibt etwas vom Rettich übrig. Diesen Rest schneide ich in ca. 1 cm dicke Scheiben und halbiere sie. Karotten schälen und das obere Ende schräg abschneiden. Die Karotten weiter schräg in dünne Scheiben schneiden und diese Scheiben der Länge nach in dünne Stifte schneiden. Ungefähr so dünn. Jungzwiebel klein schneiden. Zum Mixen gebe ich den Knoblauch, den Ingwer, die Zwiebeln, die Chilischoten, die Paprika, den Rettich und die Birne in einen schmalen Messbecher. Ich benutze so einen Messbecher, weil ich mit einem Stabmixer püriere, aber ihr könnt natürlich auch andere Arten von Mixgeräten benutzen. So sieht die pürierte Masse aus. In der Zwischenzeit ist der Fischgemüsefond fertig. Ich gieße den Fond durch ein Sieb ab. Nach einer Stunde Kochen sind bei mir ca. 330 ml Fond übrig geblieben.
den Fond abkühlen lassen. Im Winter lasse ich ihn einfach draußen auf dem Küchenfensterbrett. Inzwischen sind 2 Stunden vergangen und der Chinakohl war lang genug im Salzwasserbad. Ich schütte nicht das ganze Wasser weg, sondern behalte mir einen Teil, damit ich die restlichen Rettichstücke ebenfalls im Salzwasser einlegen kann. Falls eure vorhin abgeschnittenen grünen Rettichblätter noch frisch und knackig waren, könnt ihr sie jetzt mit dem Rettich zusammen circa 1 Stunde einweichen. Jetzt können wir mit dem Einsalzen beginnen. Dafür brauchen wir grobes Meersalz. Wir streuen per Hand das Salz gleichmäßig zwischen die Blätter, aber nur zwischen die oberen dickeren Teile. Je nachdem, wie viel Chinakohl ihr habt, kann es sein, dass euch entweder Salz übrig bleibt oder ihr etwas mehr braucht. Sobald wir mit dem Einsalzen fertig sind, lassen wir den Chinakohl zwischen 2 und 2,5 Stunden stehen. Für zarteren Sommerchinakohl eher 2 Stunden und für festeren Winterchinakohl eher eine halbe Stunde länger. Nach der halben Zeit ist der Chinakohl schon etwas weicher geworden. Wir schichten ihn jetzt um, damit das Salz gleichmäßig durchziehen kann. Inzwischen ist der Fisch-Gemüsefond abgekühlt und wir können Fischsoße und Klebreismehl einrühren. Erst wenn alles gut verrührt ist, schalten wir den Herd auf hoher Stufe ein, dabei immer weiter rühren. Sobald ihr eine Klumpenbildung bemerkt, müssen wir den Herd auf eine mittlere Stufe zurückdrehen. Nochmal ca. 2 Minuten lang köcheln lassen und dabei weiter umrühren. Die Soße wird immer dickflüssiger. Nach diesen 2 Minuten drehen wir den Herd auf eine ganz niedrige Stufe und rühren nochmal eine weitere Minute um. Dann schalten wir den Herd aus. Jetzt hat die Soße eine apfelmusartige Konsistenz und wir können das Chilipulver dazugeben. Unterrühren, wieder abkühlen lassen. Zum Vervollständigen der Kimchi-Soße geben wir die Rettichstifte, die Karottenstifte, die geschnittenen Jungzwiebeln, den gemixten Gemüse-Obstbrei und die abgekühlte Chilisauce in einen großen Topf und mischen alles zusammen. Nach 2,5 Stunden ist der Chinakohl so biegsam und wir können ihn waschen. Dazu füllen wir eine große Schüssel mit Wasser und geben einen Sieb hinein. Wir nehmen die einzelnen Chinakohlviertel und schütteln sie jeweils ein paar Mal im Wasser. Und den ganzen Waschvorgang wiederholen wir noch einmal, um sicher zu sein, dass das gesamte grobe Salz abgewaschen ist. Nach 1 Stunde können wir das Salzwasser vom Rettich wegschütten. Endlich können wir die Soße zwischen die Chinakohlblätter gleichmäßig verteilen. Am einfachsten geht das per Hand. Dafür verwende ich Küchenhandschuhe. Damit das Kimchi länger frisch und knackiger bleibt, zeige ich euch hier, wie man das Kimchi traditionellerweise zusammenlegt und dann mit dem äußeren großen Blatt umwickelt. Wenn ihr das Kimchi gut eingewickelt habt, könnt ihr es in ein großes Eimerglas geben. Nehmt ein wirklich großes Eimerglas oder normale rechteckige große Glasdose, damit genug Kimchi hineinpasst und ihr auch noch ca. 15-20% Platz für die entstehenden Fermentierungsgase habt. Nun ein paar Stücke Rettich in der Soße wenden und ebenfalls in ein Eimerglas geben. Dann wieder ein Stück Chinakohl und dann wieder Rettich und so weiter. Hier könnt ihr sehen, wie wir in Korea Kimchi längere Zeit aufbewahren. Wir benutzen dafür große rechteckige Metalldose, weil wir meistens viel mehr Kimchi auf einmal machen. Wenn euch das Einwickeln zu kompliziert ist, könnt ihr den Chinakohl nach dem Einsalzen gleich schneiden und mit Rettich und Soße gut vermischen und in euer Gefäß geben.
So sieht unser Kimchi jetzt aus. Links seht ihr die gewickelte Variante, rechts die geschnittene Variante. Damit die Fermentierung im Gang gesetzt wird, lassen wir es 24 Stunden lang bei Zimmertemperatur stehen. Danach kann das Kimchi im Kühlschrank 1 Jahr oder sogar länger halten. Die Portion, die ihr bald genießen wollt, solltet ihr dann noch 2 Tage länger bei Zimmertemperatur reifen lassen. Je reifer das Kimchi ist, desto saurer schmeckt es. Ich habe außerdem noch etwas Kimchi übrig gelassen und frisches Bauchfleisch auf koreanische Art gekocht. Bei uns ist es eine Tradition, am Kimchi-Tag Bauchfleisch zu kochen und zusammen mit frischem Kimchi zu essen. Das ist so gut. Ich werde euch auf meinem Kanal später noch zeigen, wie man das Bauchfleisch kocht. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr meine nächste leckere Folge nicht verpasst. Juhu! Endlich haben wir unser leckeres Kimchi geschafft. Es hat ein paar Stunden gedauert, aber es war gar nicht schlimm, oder? Jetzt könnt ihr selber Kimchi machen, sogar sehr gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wie ich es euch gezeigt habe. Ich bin gespannt und neugierig, ob mein Kimchi auch euch gut geschmeckt hat. Ihr könnt gerne Kommentare hinterlassen oder Fragen stellen. Ja, dann viel Spaß beim Kimchi machen und lasst es euch schmecken. Bis bald. Tschüss. Baba.